Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, ich habe mir eben gerade nochmal das 50er Paket kaufen müssen, denn meine Pilze sind ja so gut wie alle gegangen und ich habe ja auch mal einen Blick in die Post geworfen. Und ja, hier steht auch drin, dass das kommende Wochenende ja, Gold- und Seelen-Event ist. Ich hatte ja auch schon damit gerechnet, dass es halt erst nächstes Wochenende wieder eine Pilzaktion geben wird. Allerdings, ja, haben meine Pilze nicht mehr ausgereicht. Sie waren schon ziemlich krass am Limit gewesen. Und ja, dadurch, dass ich halt beim Arena Manager halt auch hier immer noch meine Pilze lassen muss, hier kann ich übrigens mal wieder opfern, das wird mal wieder mehr als Zeit. Ja, den beachten wir einfach mal gar nicht, der ist nicht relevant. Oder eher besser gesagt, er ist nicht existent bei mir. Ja, relevant ist er ja trotzdem. Ja, musste ich auf jeden Fall aufladen. Wie gesagt, ich wollte warten, ne? Aber jetzt haben wir ja trotzdem dieses Pilzpaket, da haben wir ja trotzdem ein paar Bonuspilze durchbekommen, ne? Und jo, werden wir gleich gucken. Wir haben ja jetzt auch, oh nice, oh super nice, einen Stärkestein direkt bekommen hier. Das ist natürlich sehr cool. Wir haben ein paar Seelen bekommen, was auch sehr nice ist. Das heißt, wir können auch schon das Herz der Finsternis auf Stufe 7 bringen und im Anschluss gleich den Wächter ausbauen und den auch auf Stufe 7 bringen, was natürlich auch sehr nice ist. Wie viel kostet das? 35 Pilze? Da kann man ja mal überlegen. Ne? Jetzt haben wir ja wieder ein paar Pilze auf Lager. So, ne? Habe ich schon direkt den nächsten hier angeschmissen? Jawohl. Ja, also wir haben einen Stärkestein. Ich überlege mir, den in die Waffe vielleicht reinzutun. Ich überlege mir vielleicht diesen... Also das Ding ist halt so, ne? Das ist halt ein großer... ja... Also ich sag mal, ein Stufe 10 Ausdauerstein, ne? Den möchte man nicht verachten. Und ich habe hier noch ein paar schwache Level 1er Edelstein-Minensteine drin. Ja, schwieriges Unterfangen. Aber es lohnt sich halt deutlich mehr, den Stein in die Waffe zu tun, wegen halt Damage so, ne? Und früher oder später kriegen wir ja sowieso die ganzen Steine noch zurück. Haben wir hier noch einen? Ja, wir haben sogar noch einen hier. Ja, deswegen bin ich am Überlegen, dass ich den hier rein tue. Und ich glaube, ich werde es machen. Und dann werde ich den Gladiator mal ein bisschen ja, skippen. Oder besser gesagt, das Herz der Unterwelt überspringen und Gladi skippen. Dann haben wir den auf eine weitere Stufe. Der macht dann nochmal 5% mehr Schaden, was sich nochmal im Dungeon auswirkt. Ja, und eventuell schaffen wir es ja sogar, ein paar Begleiter bis dahin auszurüsten, dass wir ein paar Epics am Start haben und vielleicht die ersten paar Etagen im ja, Märchenturm schaffen, aber ich glaube, das wird immer noch sehr schwierig, die sind schon sehr stark, also muss man schon ein bisschen auf jeden Fall fortgeschrittener sein als ich. Soweit haben wir heute schon alles, glaube ich, erledigt hier. Ich hatte heute morgen früh schon alles gemacht und ja, ich bin gespannt. Ich glaube, ich werde es tun, also... Ja, dann machen wir das. Wir kaufen uns hier, wir skippen das Ganze. Wir können sogar direkt auf 8 bringen hier, aber wir machen jetzt erstmal den Gladi-Trainer noch auf Stufe 7. So, und ja, dann können wir eigentlich direkt sparen und das Ding hier fast auch schon auf 8 hochziehen und dann den Gladi auch wieder nachziehen. Ne? Also es ist ein ewiges Hin und Her. Genau. Ich will wirklich ungern diesen Stein hier rausnehmen, aber der Stärkestein, der lohnt sich halt viel mehr in der Waffe, als jetzt zum Beispiel hier drin. Obwohl der natürlich deutlich mehr überschreiben würde. Also ich hätte overall wahrscheinlich mehr Stats dadurch, ne? Aber ich will den halt unbedingt in der Waffe drin haben, den Stärkestein, ne? Das ist halt das Ding. So, und die Ausdauersteine kriegen wir so oder so. Wir machen es, glaube ich, mal so. Wir haben ja hier auch noch einen großen, ein Stufe 10er Ausdauerstein. Den werden wir, glaube ich, dann mal ins Equipment dann einsetzen für einen Stufe 1er Stärkestein und dann werden wir Dungeons ballern. So, wir wechseln den Stein aus vom 5.1 auf 5.9. Das ist eine Ansage. Und dann setzen wir hier einfach noch einen Ausdauerstein rein. Wir nehmen mal den schlechtesten raus, den wir haben. Den schlechtesten Stärkestein. Das müsste der sein hier. Ja, und hier setzen wir jetzt den Ausdauerstein rein. So, jetzt haben wir schon wieder ein paar mehr aktuelle Steine. Ne? Das Ding ist, man könnte halt immer noch weiter skippen hier so, ne? Ja, auf gut Glück.
Aber ja, weil es halt verdammt lange dauert, kostet es halt dementsprechend auch viele Pilze, hier die Steine zu skippen etc. pp. Und ja, das möchte ich auf jeden Fall, also die Geduld, die möchte ich denn schon vorweisen, ne? Also ich möchte mich jetzt hier nicht dumm und dämlich skippen in der Edelsteinmine. Da kommen die Steine früher oder später eh von alleine raus. Und von daher lasse ich das jetzt auch, ne? Macht halt jetzt nicht ganz so viel Sinn in meinen Augen. So, wir haben ein paar Soldaten in der Mache. Und dann würde ich sagen, versuchen wir einfach mal unser Glück. Und schauen mal, ob wir hier den nächsten Gegner auch besiegen, ne? Wir machen mal ein paar Tries. Mal schauen, wie er aussieht jetzt in der Zwischenzeit. Also wir haben schon ein paar sehr knappe Tries zwischendurch mal so drinne gehabt, ne? Und ja, die Frage ist natürlich, wie sehr lohnt sich das Ganze hier, ne? Das ist natürlich immer die Frage, die man sich stellen müsste, ne? Und das Ding ist halt, oh mein Gott, so ein Dungeon-Gegner gibt einen halt direkt 2 Level-Ups, so, ne? Das ist halt schon sehr, sehr nice. Deswegen würde ich tatsächlich eher, ja, ich würde halt lieber damit warten wollen, anstatt ihn hier so zu tryen und dann wird er nachher nichts so, weißt du? Weil ich muss halt wirklich drauf warten, dass ich noch ein paar Steine aus der Edelsteinmine bekomme, so, ne? Und das ist halt so das große Ding, ne? Was mir jetzt gerade so ein bisschen Kopfzerbrechen macht, weil man da halt wirklich, ja, da sind wir Level Up. Ich hab nichts gesagt. Nice. Haben wir direkt Level Up. So, ne? Aber wie gesagt, die Kämpfe würden halt deutlich besser aussehen, wenn wir uns schon mit kompletten Level 10er Steine ausgerüstet haben, ne? Das würde auch uns einiges an Pilze sparen. Dann würden wir die jetzt nicht sinnlos hier in Dungeon-Kämpfe verbraten, sondern würden erstmal noch 1-2 Tage abwarten und dann, ja, in der Zeit dann halt bessere Edelsteine farmen für unser Equipment. Es fehlen uns noch, wir müssen mal gucken. Wir haben jetzt hier noch 2. Okay, 3 Steine fehlen uns noch. 3 Stärkesteine fehlen uns noch, die, ja, hier noch im Equipment auf Stufe 1 sind. Das wären nochmal deutlich mehr Stat-Punkte, die wir hier dadurch bekommen würden. Und dann würden die Dungeon-Gegner auch viel leichter fallen, so, ne? Das Ding ist halt, wir müssen halt Glück haben mit den Stärkesteinen, so. Und die Chance ist halt nicht gerade sehr hoch, dass wir die bekommen. Ausdauersteine würde ich auch nehmen, aber Stärke wäre mir schon lieber an der Stelle, muss ich sagen. Ne? Aber wir gucken erstmal, was der nächste Gegner hier für uns bereithält. Das ist ein Stärke-Gegner. Ja, der wird wahrscheinlich wieder ziemlich... Ja, der wird ziemlich schwierig werden, denke ich mal. Stärke-Gegner ist immer so eine Sache, ne? Die ganzen Krieger in den Dungeons, das sind meistens immer irgendwelche Blockaden, wo man nicht großartig weiterkommt, ne? Deswegen, ja, hilft hier gegen so einen Stärke-Gegner, hilft halt nur selbst mehr Stärke stacken, ne? Und das geht halt eben durch die Stärke-Steine, die wir halt bekommen, ne? Und halt das dementsprechende Glück dann halt noch dazu. Der ist nicht unmöglich, der ist auf jeden Fall machbar. Wir haben jetzt so gut wie gar nicht reingekrittet hier in den Gegner, deswegen würde ich schon sagen, ist der gut legbar. Wir gucken aber mal, was hier im Wirbelwind so geht. Mal gucken, wie hier so die Tries aussehen. Ne? Also ihr merkt schon, bevor ich wirklich anfange, Pilze zu ballern, und ich habe ja nochmal vor, nochmal ein 100er oder so hier aufzuladen auf dem Server, wenn halt 20% Aktion ist. Und bis dahin sollte ich ja die Steine auf jeden Fall voll haben, so dass mein Equipment oder besser gesagt meine Steine im Equipment auf einem aktuellen Stand der Dinge sind, damit es sich halt auch lohnt, wirklich hier die Tries in die Dungeons reinzustecken, weil vorher würde es sich, denke ich mal, jetzt nicht so lohnen. Also wie gesagt, 3 Steine fehlen mir noch. Ne? Da werde ich auf jeden Fall die Augen offen halten, dass wir die bekommen. Und ja, trotzdem können wir mal abseits davon, siehst du, natürlich ein paar Tries auch hier machen.
Ne? Hier schaffen wir ja auch immer nochmal ab und zu ein paar Gegner. Das darf man auch nicht unterschätzen. Das ist natürlich auch immer sehr nice. Ne? Hier geht auch einiges tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht. Ja. Geht tatsächlich mehr als erwartet, muss ich sagen. Ne? Wie sieht es denn jetzt aus im Inventar hier? Ja, schon fast voll. Was sagt die Hexe heute? Haben wir hier was? Helmets haben wir am Start. 2 Stückchen können wir verkaufen. Das ist natürlich ganz nice, ne? Und durch den Wirbelwind kriegt man natürlich auch massig Gold, was wir hier wieder reinskillen können. Ne? Was uns natürlich auch wiederum voranbringt. So, ne? So, wir gucken mal einfach weiter, ob hier noch ein paar Gegner gehen. Das Ding ist halt so, ne? Umso höher man im Level ist, ja, nice, haben wir wieder ein Level gemacht. Umso höher man im Level ist, umso bessere Quests habt ihr natürlich auch am Start, ne? Das ist natürlich auch so ein Punkt, den man auch nicht unterschätzen darf, ne? Und vor allen Dingen auf mein Level ist halt noch einiges machbar nach oben hin, so, ne? Aber wie gesagt, ich würde halt ganz gerne erst die dementsprechenden Steine mir dafür grabben, bevor ich hier großartig weiter rumprobiere. So, wir versuchen nochmal hier den Gnom. Da haben wir jetzt nicht viel reingetried. Und ich muss euch ehrlich sagen, auf Steine skippen habe ich persönlich nicht so viel Bock. So, ne? Weil es halt wirklich sehr teuer. So, der Gnom würde noch liegen hier. Und ja, er würde einfacher liegen mit besseren Steinen. Ist klar. Aber ja, da muss man halt wieder gucken, wie viele Tries gibt man hier für den Gegner aus. Oder hätte sich hier schon... Oh, Digga, war der knapp gewesen. Oder hätte sich halt hier schon ein Skip in der Edelsteinmine gelohnt. Ne? Okay, also auf jeden Fall sehen wir, der Gnome ist machbar. Wir gehen noch auf 1580 runter. Okay, dann soll er heute nicht sein. Aber ihr habt gesehen, das ist auf jeden Fall noch gut machbar. So im Wirbelwind, denke ich mal, geht auch noch die ein oder andere Etage. Jetzt heißt es einfach nur die Königsdisziplin, abwarten, Geduld haben und dann, ja, werden wir die Gunst der Stunde nutzen und uns bis zum nächsten Epic-Event noch ein bisschen gedulden, noch ein bisschen die Finger stillhalten. Bis dahin haben wir uns aber komplett neu edelsteintechnisch ausgerüstet und dann sind wir auch bereit dafür, die Dungeons durchzuballern. Jetzt würden wir die Dungeons nur mit halber Kraft durchballern und das ist halt in meinen Augen Pilzverschwendung, ne? Kann man auf jeden Fall besser anstellen oder klüger anstellen. Ne? Warte mal, ich stelle es mal auf 2 Stunden. Gut, alles klar. Nichtsdestotrotz haben wir heute ein paar Level gemacht, das freut mich natürlich trotzdem. Ne? Wir gucken nochmal kurz in den Zauberladen, ob wir vielleicht hier noch einen Ausdauertrank finden. Da müssen wir mal was verkaufen. Ja, und jo, dann hebe ich mir mal ein paar Items auf hier. Vielleicht kommt morgen nochmal was bei der Hexe. Dann können wir es nochmal für Mehrwert verkaufen. Und dann soll es jetzt erstmal für heute soweit gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.